Guten Morgen, es ist genau 9 Uhr, ich bin in Dortmund Universität und das bedeutet, eine neue Challenge startet genau jetzt. Technologiezentrum hier hoch und 9 nach fährt die Bahn und dann erkläre ich euch, was die Challenge genau ist, die ich heute machen möchte. Also um was es geht, ist, ich habe jetzt genau 8 Stunden Zeit, also jetzt ist es genau Punkt 9 Uhr starten wir, das bedeutet bis genau Punkt 17 Uhr geht die Challenge und ich versuche heute so viele wie mögliche außergewöhnliche Verkehrsmittel zu benutzen, die man mit dem Deutschlandticket nutzen kann. Also alles das, was ich heute fahre, ist im Deutschlandticket drin und möglich. Und wir starten hier in Dortmund mit der H-Bahn, also ich glaube, das steht für Hängebahn und das ist eine Einschienenbahn, die hängt. Da wird es heute noch mehrere von geben, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Hier diese verbindet die S-Bahn-Station Universität mit dem Campus Süd. Das wäre dann die außergewöhnliche Bahn Nummer 1, die H-Bahn in Dortmund. Ja, das ist natürlich schon mal cool. Das ist auf jeden Fall einer der außergewöhnlichsten Bahnen, die man fahren kann in Deutschland. Die bekannteste fahren wir heute auch noch, könnt ihr euch ja vorstellen. Aber das hier ist schon auch ziemlich cool, dass es sowas überhaupt gibt. Weiter geht's, 2 Stationen. Aber sie fährt jetzt auch gleich wieder zurück, weil dann fahre ich mit der nämlich und fahre mit der S-Bahn dann gleich. Muss ich mal kurz checken, wie ich jetzt als nächstes wohin komme. Jetzt haben wir genau auch perfekt Glück, weil um halb dann fährt die S-Bahn in Richtung Essen, weil da müssen wir nämlich als nächstes hin. Genauer gesagt nach Essen-Grai oder in die Nähe davon, weil dort ist das nächste Verkehrsmittel, was besonders ist, nämlich in Essen gibt es einen sogenannten Spurbus, der gelenkt wird und in der Mitte von der Autobahn halt in so einer Spur fährt. Und mit dem fahren wir als nächstes und dazu müssen wir als nächstes nach Essen kommen. Also dann auf zur S-Bahn, aber jetzt gucken wir mal, wir haben glaube ich noch die Zeit, sie nochmal zu sehen, wie sie abfährt und wie sie da hängt. So. Aber dann müssen wir zur S-Bahn. Aber so schnell war das Gastspiel. Dortmund Universität bei der H-Bahn, da ist sie. Und das bedeutet jetzt schnell zur S-Bahn, denn der Spurbus Essen erwartet. Wir wollen, also ob er auf uns wartet, ist die große Frage, aber da wollen wir auf jeden Fall als nächstes hin. Und zwar hier auf dieser Seite in Richtung Düsseldorf mit der nächsten S-Bahn am besten. Also es geht sich nochmal um die Regeln. Also es zählt dann, wenn ich tatsächlich mit diesem außergewöhnlichen Verkehrsmittel mindestens eine Haltestelle gefahren bin. Also ich muss eingestiegen sein, mitgefahren sein und dann zählt's. Es wäre sonst auch ein bisschen blöd, wenn man nicht mitfahren würde. Was als außergewöhnliches Verkehrsmittel zählt, das habe ich in so einem Google My Maps zusammengestellt. Da könnt ihr alles, was ihr vorgeschlagen habt, das ist eine Idee, die von euch kommt. Und auch die Verkehrsmittel sind zum großen Teil Vorschläge von euch. Könnt ihr alles sehen, was zählen würde. Und hier im Ruhrgebiet, im Rheinland sind eben viele davon beheimatet. Die in dieser Karte sind, die zählen. Wenn ihr
Ideen habt, was da fehlt, wenn ihr euch die Karte anschaut, dann könnt ihr das hier gerne in die Kommentare reinschreiben und dann füge ich das in dieser Karte noch hinzu. Die Karte ist auch hier in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr also nachprüfen, was ich da so Tolles gemacht habe. Hier muss ich jetzt in einen Bus einsteigen, der mich dann zu dem Spurbus hinfährt. Das ist jetzt von Dortmund kommt nicht so leicht. Der Spurbus würde auch vom Hauptbahnhof in Essen fahren, aber ist die bessere Variante hier, weil ich muss ja in die andere Richtung fahren. Deswegen nehmen wir jetzt hier gleich in 10 Minuten einen Bus. Also 194 in Richtung Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Da geht es dann gleich runter. So, in 3 Minuten oder so kommt dann auch schon der Bus, der dann auf der Spur fährt. Und da müssen wir da rüber, weil da drüben fährt der. Aber ist er hoffentlich noch nicht. Sieht ein bisschen allerdings danach aus, als wäre es. 146. Der hat zumindest diese Spurdinger dran. Da. In 2 Minuten. Und zwar 106. Ja, genau der. In 2 Minuten. Ja, wenn es jetzt grün wird, kriege ich noch. Ja, ich kriege noch. So. Hey. Shit. Oh. Okay, Freunde, das war jetzt ganz dumm von mir. Ich habe gedacht, das wäre. Ist er nicht. Falsche Richtung. Scheiße. Ach, oh Mann, ey. Das passiert halt, wenn man nicht genau guckt. Man denkt, ah ja, guck mal, das muss ja sein, die Zeit passt. Nein, 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 einfach die falsche Richtung genommen. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Wahrscheinlich die beste Variante. Wahrscheinlich sehe ich ihn jetzt noch von hinten. Ja, das kostet mich jetzt 15 Minuten, was ich gerade getan habe. Sehr wahrscheinlich kostet mich das 15 Minuten. Ach, Mann, 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 Mann. Ja, hoffentlich beißt uns das nicht hinten. Dass wir am Ende von unserer Zeit sind und die coolen Sachen dann nicht mehr machen können. 25, also vor 2 Minuten sollte er fahren. Vielleicht hat er ja Verspätung, jetzt gucken wir mal gerade. Also ihr merkt, in 12 Minuten. Und jetzt stellen wir uns aber mal dahin, vielleicht kommt da einer in die Gegenrichtung und wir können gucken, wie das so von außen aussieht, wenn dann so einer da lang fährt. Das wäre ganz cool. Also hier, das ist die Busspur, Linienverkehr und es ist grün. Das heißt, wir können uns jetzt hier einmal ganz kurz anschauen, wie sowas aussieht. Wir ganz langsam drüber laufen. Also hier wird er dann so reingespurt, wie ihr seht. Und dann geht es da unten in der Mitte von der Autobahn weiter. Das ist das, was er macht. Und ich sehe, da kommt einer an. Das heißt, wir können uns jetzt live anschauen, wie das aussieht. Geil. Achtet mal drauf, der hat dann an der Seite so Spurführungsteile, die ja jetzt sozusagen nicht mehr gebraucht werden. Aber da seht ihr sie dran. Daran wird er geführt. Und jetzt, wo wir das gesehen haben, wollen wir das ja wohl mal selber miterleben. Was uns das, was wir jetzt gerade gemacht haben, wenigstens gebracht hat, ist, dass wir das mal sehen konnten. Also von außen und nicht nur von innen. Aber besser wäre es schon gewesen, wenn wir die Viertelstunde gehabt hätten. Und wenn wir jetzt hier gerade warten müssen, dann will ich euch nur eine Sache erzählen, nämlich diese Videos, die ihr jetzt hier von mir anschaut, wie das Video hier, die sind nur möglich, weil es Leute wie euch gibt,
die Kanalmitglieder geworden sind und mich damit unterstützen. Und weil ich dabei auch ein bisschen Danke sagen will, gibt es vom heutigen Tag auch ein exklusives Video nur für Kanalmitglieder. Darin erkläre ich, warum ich so ein bisschen müde aussehe. Ab 2 Euro gibt es da Mitgliedschaften und ihr bekommt wirklich tolle Sachen. Ihr bekommt Videos früher und es unterstützt mich eben beim Erstellen dieser Videos, denn diese Videos kosten Geld. Anfahrt, Hotel, all diese ganzen Sachen kosten einfach was und YouTube-Werbung und die Einnahmen über die YouTube-Werbung, die gleichen das nicht aus. Das ist nicht so viel, wie man denkt. Es geht hier nicht darum, dass ich damit Geld verdiene, sondern es geht darum, dass ich eben nicht drauf zahle. Und das ist das, was wir aber gerade aktuell noch machen. Deswegen gerne Kanalmitglieder werden und euch früher über die Videos und über exklusive Videos freuen. Und jetzt schauen wir uns an, wie das mit dem Spurbus funktioniert. Der soll nämlich jetzt in 2 Minuten kommen. Ist ja schon so ein bisschen stockender Verkehr. Ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall mal überlegen, wie sich das hier anfühlt, wenn hier Stau ist. Ich glaube, das macht Spaß, dann Bus zu fahren. Essen Hauptbahnhof. Jetzt gucken wir mal, wann meiner fährt. Das gibt nämlich einen 11:09 Uhr. Also in 11 Minuten von Gleis 2. Aha, okay, der hat auch Verspätung. Okay, dann gucken wir gleich mal unter der Devise immer das nehmen, was fährt. Nehme ich jetzt am Gleis 7 die S1. Das ist lustig, weil die haben wir gerade schon genommen. Wir müssen nämlich jetzt Richtung Düsseldorf Flughafen. Oh, entschuldigen Sie bitte. Sie haben einfach, ich habe nicht gesehen. Entschuldigung. Oh, entschuldigen Sie bitte. So, das tut mir leid, jetzt bin ich einfach gegen die Frau gestoßen. Oh Gott. Also egal, nicht mit der Kamera reden, sondern auf die Leute achten. Das ist richtig. Gleich 7 muss ich. Also mit der Verspätung ist die jetzt eine Minute schneller, aber sie fährt auf jeden Fall und es ist immer die bessere Lösung. Deswegen nehme ich die jetzt. Und zwar bis Düsseldorf Flughafen. Dort finden wir dann, ich sag mal, die Schwester von der H-Bahn in Dortmund, mit der wir als erstes gefahren sind. Nämlich genau, also baugleich nicht ganz, aber sehr ähnliche Bahn wie die H-Bahn in Dortmund. Die fährt nämlich dort vom Bahnhof Düsseldorf Flughafen zum Terminal. Und mit der fahren wir. Aber dann sind die Termine ja 4,92 €.
Terminal via Cycling. Ihr merkt, sieht ein bisschen anders aus als das, was in Dortmund fährt. Aber ist vom Prinzip her das gleiche und fährt in 3 Minuten ab. Das bedeutet, wenn wir dann Glück haben, dann schaffen wir auch noch die Variante, die ich mir vorgestellt habe am Terminal. Ja, Mann. Gucken, wo es zur S-Bahn geht. Geht das jetzt zur S-Bahn? Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt natürlich gut, dass ich die gekriegt habe, aber ja, jetzt geht es nämlich mit einer relativ guten Verbindung gleich, wenn alles klappt natürlich, weiter nach Wuppertal. Das, worauf ihr alle gewartet habt. Ich wette mit euch. Als nächstes fahren wir nach Wuppertal und dann fahren wir natürlich dort Wuppertaler Schwebebahn. Also es steht dran, dass der Umstieg jetzt in Düsseldorf Hauptbahnhof nicht mehr klappt. Aber es könnte sein, dass er trotzdem klappt, aber es ist laut dem noch Zeit und wir fahren ja auch. Gucken, ob es klappt, aber ich muss mich jetzt dann beeilen. Ja. In 6 Minuten von Gleis 11 auf Gleis 7, das könnte aber passen. Verstehen nicht, warum er es so anzeigt. So, und jetzt auf Gleis 7. Das müsste aber dann passen. Ja. Nicht komisch. Nee, da steht viel dran. Der Zug, der da steht, ist nicht der richtige Zug. Das ist der um 12.26 Uhr losfahren soll. Mit Zugteilung. Und der um 12.18 Uhr soll derjenige sein, den ich nehme, nämlich Richtung Emstetten. Ja. Also der wird 100% nochmal das Gleis wechseln, da kann ich nicht sich drauf verlassen. Übrigens, für mich sind bis jetzt alle diese Bahnen komplett neu gewesen. Bin noch mit keinem einzigen, mit dem Bus nicht, mit den Bahnen nicht und auch mit der Schwebebahn bin ich noch nie gefahren. Das ist alles für mich eine Premiere. Ich wundere mich, warum es bis jetzt noch nicht geklappt hat, dass ich das mal gemacht habe. Aber heute erlebt ihr es gemeinsam mit mir mit. Das lief jetzt alles schon wieder. Habe ich noch nie zuvor gemacht. Ganz was Neues. Aber jetzt freue ich mich besonders wirklich, weil jetzt kommt das, was gleich die berühmteste besondere Bahn in Deutschland. Also ich glaube, die Wuppertaler Schwebebahn kennt tatsächlich wirklich jeder. Und mit der fahre ich jetzt zum letzten Mal. Und das ist für mich jetzt wirklich was Besonderes. Die gibt es auch wirklich ziemlich lang. Wir werden, glaube ich, auch schon eine relativ lange Strecke fahren. Also dann ab
zur Schwebebahn. Das da hinten sieht doch schon mal danach was aus. Und das war er schon, der erste Teil. Wir waren heute bei der H-Bahn in Dortmund. Wir waren beim Spurbus in Essen. Und wir waren beim Skytrain in Düsseldorf am Flughafen. Und jetzt gerade bin ich auf dem Weg zur Wuppertaler Schwebebahn. Wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, dann könnt ihr hier unten abonnieren. Tolle Idee, dann werdet ihr direkt informiert, wenn der zweite Teil draußen ist. Und wenn ihr es überhaupt gar nicht verpassen wollt oder eigentlich gar nicht mehr abwarten könnt, dann gibt es für euch die Kanalmitgliedschaften. Da könnt ihr nämlich den zweiten Teil bereits genau jetzt anschauen. Auf jeden Fall eine tolle Sache und es wird auf jeden Fall richtig spannend. Und bei Kanalmitgliedschaften bekommt ihr nicht nur den zweiten Teil jetzt sofort, sondern ihr bekommt alle Videos immer etwas früher. Und ihr bekommt dazu auch noch exklusive Videos, die ihr euch anschauen könnt. Unter anderem, wie ich heute Morgen eigentlich überhaupt dahin gekommen bin. Das war eine Odyssee, das sage ich euch. Das ist ein exklusives Video nur für Kanalmitglieder. In einer Woche kommt der zweite Teil raus. Da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.